Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode unseres Abenteuers, die Odyssee, aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Wir schauen mal, was uns bei dieser zweiten Episode erwartet. Sei gegrüßt. Allmählich mache ich mir Sorgen. Odysseus sollte längst zu Hause sein und er ist nicht der einzige unserer tapferen Griechen, der vermisst wird. König Menelaos und die schöne Helena sind ebenfalls nicht nach Sparta zurückgekehrt. Ihre Heimatstadt ist in ihrer Abwesenheit verfallen. Wenigstens habe ich Kunde von Odysseus Verbleib, wenn auch keine besonders ermutigende. Zuletzt wurde er beim Sturm auf die Insel Ismaros gesehen, die von Leukos regiert wird. Ismaros freilich steht noch, und mir wird bang beim Gedanken, der tapfere Odysseus könnte in dieser Schlacht gefallen sein. Ich flehe dich daher an. Du solltest Truppen nach Ismaros senden, dich bei Leukos nach meinem teuren Gemahl erkundigen und dann dafür sorgen, dass die elenden Trojaner unsere schöne Stadt nie wieder bedrohen. Agamemnon, unser tüchtiger Feldherr, hält sich immer noch in Tenedos auf. Vielleicht kann er uns behilflich sein. Bis dahin sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass Odysseus noch lebt und alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm die Heimkehr zu erleichtern. Bitte achte darauf, dass die Zuflucht des Hermes gebaut wird. Vielleicht erbarmt sich der leichtfüßige Gott meines Gemahls und beschleunigt sein Fortkommen. Ich kann dir nicht genug für deine Hilfe in der Stunde meiner höchsten Not danken. Deine Base, Penelope. Die zweite Episode des Abenteuers, die Odyssee, trägt den Titel Der abwesende Held. Ja, und unsere Cousine Penelope bittet darum, dass wir nach Odysseus suchen. Deswegen müssen wir nach Ismaros. Ja, und diese Stadt müssen wir auch regieren. Wir müssen aber auch Ithaka weiter ausbauen. Nämlich mit einer Bevölkerung von 1500 Einwohnern. Ja, wir müssen für die Kolonie 32 Körbe Fisch und 32 Krüge Olivenöl zur Verfügung stellen. Unsere Schatzkasse muss 5000 Drachmen besitzen. Ja, und zu guter Letzt müssen wir auch noch das Heiligtum für Hermes errichten. Da hat unsere Cousine doch jede Menge Wünsche an uns gestellt. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir diese auch erfüllen und gehen zurück nach Ithaka. Obligatorisch gehen wir nochmal in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Ja, in der ersten Episode haben wir das zerstörte Ithaka wieder aufgebaut. Mit diesem ersten Wohngebiet hier haben hier an der Küste jede Menge Fischerhäfen gebaut. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite dieser Bucht haben wir hier unser Gewerbegebiet, wo wir Trauben und Oliven anbauen und daraus Olivenöl und Wein produzieren, den wir auch schon hier entsprechend verkaufen. Ja, und um die Nahrungsversorgung ein bisschen aufzubessern, haben wir auch hier schon die ersten Käsereien gebaut. Gut, schauen wir noch mal ganz kurz nach den Bauoptionen. Also wir sehen, dass wir jetzt bei dieser Episode natürlich gehobene Wohnungen aufbauen müssen. Wir müssen ja ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen errichten, wenn wir Ismaros regieren wollen. Bei der Landwirtschaft hat sich nicht viel getan. Weiterhin können wir Reben und Oliven anbauen, wir können Fischerei betreiben, ja, und wir können Käse herstellen. Bei dem Gewerbe haben wir weiterhin keine Rohmaterialien. Dafür können wir Skulpturen, Olivenöl und Wein produzieren. So, hier ist alles natürlich gleich geblieben, auch hier. Ja, bei der Mythologie können wir jetzt natürlich die Zuflucht des Hermes errichten. Beim Militär können wir unsere Stadt befestigen und bei den Militärwerkstätten können wir die Waffenschmiede bauen. Ja, und bei der Ästhetik ist auch alles gleich geblieben. Wir können Alleen und Prachtstraßen bauen. Ja, und hier haben wir auch jede Menge an Verschönerungselementen für unsere Stadt. Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. So, Ithaka ist hier an der Küste der Adria und wir haben Samos. Samos verkauft uns Fisch.
Olenos kauft Oliven. Pylos kauft bei uns Olivenöl, verkauft uns Bronze, Marmor und Wolle. Tenedos kauft nur Fisch, Weizen, Rüstung und Wein. So, dann haben wir noch Askania als unseren Rivalen, braucht Oliven und produziert Holz, Marmor und Rüstung. Ja, und hier haben wir Ismaros, welche wir ja angreifen und regieren müssen, braucht Trauben und produziert Weizen, Holz und Skulpturen. Gut. Ja, weiterhin ist Wein und Olivenöl das, was wir exportieren können. Wir müssen Marmor jetzt importieren, Holz und Skulpturen. Ja, da ist doch einiges. Wobei Skulpturen können wir gar nicht importieren, die müssen wir selbst herstellen. Gut, Pausenmodus mal aufheben. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz. Ja, hier können wir jetzt entsprechend den Wein verkaufen. Und hier Olivenöl, das heißt, wir werden mal hier die Produktion etwas erweitern. Arbeitsmarkt, ja, da müssen wir erstmal jetzt dafür sorgen, dass noch weitere Bürger einwandern. Das geschieht ja hier. Ich sehe aber, dass wir hier noch entsprechend 3 Parzellen ausweisen können und wir sollten noch ein bisschen die Nahrungsmittelproduktion erweitern mit einem Fischerhafen hier. Hier passt leider keiner mehr hin, das ist schade. Hier passen noch welche hin, ne? Dann können wir mit der Straße hier so raus. Geht das? Ja, das geht. Passt denn der jetzt? Ja, der passt so. Nee, so muss er gebaut werden, oder? Dann ist aber nicht angeschlossen. Also doch eher so. Okay, dann kann das hier weg. Aber ich glaube, wir sollten hier noch einen Architekten errichten. So, ja. Ja, die brauchen jetzt hier Kultur. Da müssen wir jetzt das Podium bauen. Aber ich möchte jetzt erstmal weiter noch mehr produzieren an Exportgütern. Ich glaube, hier passt auch noch ein Fischerhafen hin, oder? Ja. So, und wir bauen nochmal jetzt eine Olivenpresse und eine Kälterei. So, hier stehen sie nämlich und warten darauf, den Rohstoff entsprechend wegzubekommen. Ja. Ja, und mittlerweile haben wir auch schon 1000 Einwohner in unserer Stadt Ithaka. Ja, und es ist die große Frage, was wir jetzt machen. Also erstmal werden wir das Lohnniveau mal auf normal wieder stellen. Wir können unser Heiligtum, wir haben es noch nicht bauen, weil wir kein Holz einkaufen können. Der einzige eventuelle Handelspartner wäre unser Rivale Ismaros. Da können wir das Holz dann später einkaufen. Dafür müssen wir ihn jetzt erstmal als Vasallen haben. Das heißt, wir müssen unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Ja, ich möchte später hier entsprechend ein zweites Wohngebiet für die Arbeiter errichten. Von daher ist dieser Platz für das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen nicht so günstig. Und nach hierhin möchte ich eigentlich die Heiligtümer bauen. Man könnte zwar noch ganz weit hier hinten gehen mit dem Wohngebiet der gehobenen Wohnung, aber da ist die Versorgung mit den Gütern auch nicht so gut, beziehungsweise ist ziemlich weit entfernt. Von daher werde ich das hier entsprechend integrieren. Das wird ganz schön anstrengend, weil wir hier überall diese Felshaufen haben. Aber ich finde die Stelle gar nicht schlecht, weil dann können die sich nämlich hier aus diesem Versorgungszentrum versorgen. Wir bauen schon mal ein Lagerhaus hierhin für Olivenöl.
So, und ich versuche jetzt mal das hier irgendwie so zu planen, dass wir das Straßensystem schon mal für das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen haben. Ja, und dann müssen wir tatsächlich sukzessiv, so wie unsere Stadtkasse es entsprechend hergibt, die gehobenen Wohnungen mal aufbauen. Ja, beginnen wir mal damit. Erstmal müssen wir hier eine Verbindung herstellen. Da haben wir schon hier diesen furchtbaren kleinen Steinhügel. Dann haben wir hier einen. Dann müssen wir mal hier so rumgehen. Ja, wir bauen das doch ein bisschen größer, damit wir hier noch Gärten bauen können. Das machen wir hier auch. Verkehrt. So. Ja, und vielleicht sollten wir den Pausenmodus auch mal einschalten. Dann nehmen wir jetzt hier mal den ganzen Wald weg. So, und dann versuche ich das mal hier irgendwie einzupassen. Ja, wir haben jetzt hier unser Wegesystem für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung mal vorgeplant und hier auch schon entsprechend einen äußeren Straßenring um das Wohngebiet der Arbeiter geführt. So ist das alles entsprechend gut angeschlossen. Ja, und wir haben 2 Agroas, die sich hier entsprechend versorgen können. Einen Architekten haben wir auch schon. Wir können den Pausenmodus mal aufheben. So, und wir müssen natürlich jetzt hier entsprechend jetzt Kultur auch etablieren. Ich würde jetzt hier, glaube ich, nur eine Allee bauen. Die Prachtstraße geht dann bis hier hoch. Nee, wie wird das gebaut? Oh, muss ich mal eben kurz gucken. So, ne? Ja. Okay, dann kann die Allee hier hin. So. Ja, so geht es. Und hier müssten jetzt insgesamt 4 gehobene Wohnungen passen. Ja. So. So und so. Ja. Gut, aber wie ihr seht, schon allein der Bau der Prachtstraßen verschlingt Unsummen an Geld. Und wir brauchen ja auch noch Ressourcen wie Wolle und Olivenöl. Wo wir gerade bei Wolle sind, da ist nur noch ein Strang Wolle im Warenlager. Und unser Wollhändler ist schon gerade auf dem Weg. Gut, wir müssen Wolle einkaufen. Das können wir hier machen bei Pylos. 6 Einheiten. Und hier können jetzt 6 Einheiten geholt werden. So, Nahrungsmittelversorgung reicht. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Wir müssten eigentlich dieses Wohngebiet hier weiterentwickeln für die gehobenen Wohnungen. Dafür brauchen wir eine Philosophenschule und ein Podium. Ja, hier wollte ich das Heiligtum für Hermes bauen. Das könnte man schon mal ein bisschen vorplanen. Ja. So, dann bauen wir hier so eine Achse auf. Das finde ich gar nicht schlecht. Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Gut, und dann könnten wir doch hier ja, ein bisschen Verschönerung brauche ich aber hier auch. So. Dann können wir hier schon mal die Philosophenschule bauen. So. Dann brauchen wir hier Sperren.
weil wir müssen ja auch noch irgendwo unser Architekten bauen. Ja komm, den bauen wir jetzt hier hin. So. Dann können wir nämlich jetzt hier das Podium errichten. Ja, das wird sich jetzt ändern, hoffentlich. Ja, Nahrungsmittelversorgung sieht ganz gut aus. Da ist der Philosoph, macht sich schon auf den Weg. Sehr gut. Dann werden wir nämlich jetzt als nächstes den Stadtpalast bauen und schon mal die Steuern einkassieren. Ja, der Philosoph hat das Podium erreicht und da entwickeln sich auch schon die Wohngebäude sich weiter. Das gefällt mir. So, wie sieht es hier aus? Hier sind immer noch Oliven und Trauben. Ich baue dann noch eine Olivenpresse und noch eine Kälterei wieder auf. Wir können tendenziell, glaube ich, mehr Wein verkaufen, ne? Ja, hier können wir 24 Einheiten verkaufen und Olivenöl. Ja, es stimmt nicht ganz. Wir können doch auch bei Pylos 24 Einheiten Olivenöl verkaufen, also die gleiche Menge. Na, das ist gut. Ja, und das gefällt mir auch gut. Gut, dann bauen wir jetzt hier entsprechend mal den Stadtpalast. Den möchte ich aber anders bauen. Nämlich so. Ein bisschen mehr Platz, ne? Können wir ein bisschen großzügiger machen hier. Könnten wir hier zum Beispiel auch nochmal eine Allee bauen. So. Und natürlich das Steuerbüro. Gut, mit unserem Olivenöl- und Weinexport können wir eigentlich uns ganz gut hier finanzieren. Tja, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Wir bauen jetzt hier schon mal das Theater auf. Das bauen wir so. Ja, die Schauspielschule würde ich jetzt tatsächlich hier auf der anderen Seite bauen wollen. So, und hier bauen wir natürlich auch noch einen Architekten auf. Und die Sperre. So, wir brauchen aber auch noch das Gymnasium. Wir können 2 Stück hier hin. Und das Podium. Ja, das bauen wir hier hin. Gut, dann haben wir jetzt schon mal hier unsere ganzen kulturellen Gebäude für dieses Wohngebiet mit den gehobenen Wohnungen. Hier können dann auch noch gehobene Wohnungen aufgebaut werden. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Da kommt schon ein Schauspieler angewatschelt.
Das passt jetzt auch. Aber wir haben noch kein Olivenöl in unserem Warenlager. Das verkaufen wir ja jetzt hier in Massen. Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen weiter unsere Exportprodukte hier vorantreiben. Ja komm, dann bauen wir jetzt noch eine Ölpresse und noch eine Kälterei. Und dann baue ich doch noch ein Landarbeiterlager. Ja, das weiß ich. So, hier müssen wir jetzt noch eine Sperre bauen, ne? Sonst laufen hier alle aus unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen raus. So, wir haben ein bisschen mehr Geld. Wir können die Prachtstraßen jetzt mal weiterbauen. Das geht ja super schnell ins Geld hier, meine Güte. So, okay. Ihr braucht jetzt Olivenöl, ich weiß, aber hier ist leider noch kein Olivenöl drinnen. Deswegen würde ich jetzt mal den Verkauf hier mal stoppen, damit sich unser Warenlager mal füllen kann damit. Ja, und wir müssen ja auch noch Rüstung produzieren. Das ist auch noch so eine Sache. Wir müssen erstmal dieses Wohngebiet jetzt hier weiterentwickeln. So, mittlerweile haben wir jetzt endlich Olivenöl hier im Warenlager. Jetzt können wir den Ölhändler auf der Agora aufbauen. Ja, und dann würde ich sagen, sobald hier die Entwicklung startet, können wir mit der Waffenproduktion beginnen. Brauchen wir nochmal ein zusätzliches Warenlager für. Das würde ich jetzt mal hier so aufbauen. Hier passt nämlich auch noch eins hin. Wunderbar. So, dieses Warenlager nimmt die Rüstungen an. Ja, das wird sich auch jetzt ändern. Sehr gut, da sehen wir es schon. Das sieht wirklich gut aus. Ja, wir haben Olivenöl, Wolle und Nahrungsmittel. Jetzt können wir die ersten gehobenen Wohnungen mal aufbauen. Dann schauen wir doch mal. Geld haben wir nämlich jetzt auch. Mal hier die Reihe. Ja, das ist doch schön. Nicht attraktiv genug. Jetzt schon, aber hier. Okay, haben wir Denkmäler? Ja, wir haben ein Bevölkerungsdenkmal. Das setzen wir jetzt hier in die Mitte. So. Jetzt müsste es passen. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Das klappt. So. 8 Stück, das muss reichen. So, und wir brauchen jetzt noch keine Händler auf der Agora zu bauen, weil wir sehen, wie viele Ressourcen jetzt hier unsere Residenzen haben. Das kann jetzt erstmal verbraucht werden. So, und wir verdienen eigentlich recht gut mit dem Verkauf von Wein. Da baue ich jetzt noch mal eine Kälterei und eine Olivenölpresse. Und dann haben wir aber jetzt erstmal genug, oder? Wollen wir noch ein Landarbeiterlager bauen? Na komm,
Eins bauen wir noch, das passt nämlich genau hier hin, dann müssen wir nur die Sperre versetzen. So, da sind auch schon die ersten Bürger in die Residenzen eingezogen. Dann können wir direkt auch das Steuerbüro hier bauen. So, und jetzt brauchen wir Waffen bzw. Rüstungen. Hier können wir die Waffenschmieden bauen. Wir können hier bei Pylos die Bronze einkaufen. 6 Einheiten. Bronze ist echt ziemlich teuer. So, und dann bauen wir direkt 2 Waffenschmieden hier hin. So, dieses Warenlager kann auch noch Bronze annehmen. Wenn wir nachher mal Bronze fordern sollten, 12 Einheiten sollten schon hier rein. So, die erste Bronze ist eingekauft. Wir werden jetzt mal wieder Olivenöl verkaufen, aber immer nur 6 Einheiten hier einlagern. Ja, unsere Waffenschmieden haben schon entsprechend hier ihre Bronze bekommen. Dann werden wir jetzt mal den Waffenhändler schon mal hier aufbauen. Wie gesagt, hier ist noch genug an Ressourcen in den Wohnhäusern. Da können wir diese Ressourcen erstmal noch sparen. Aber Waffen brauchen wir jetzt. Ja, ich glaube, ich baue das hier alles als Straße aus. Dann kriegen wir hier noch Waffenschmieden hin. Hier kommt noch ein Warenlager hin. Hier geht das auch noch. So, der Arbeitsmarkt sieht gut aus, das kann so bleiben. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Und dann könnten wir noch eine Waffenschmiede bauen. Könnten wir den Waffen eigentlich auch verkaufen? Ah ja, wir können die bei Tenedos verkaufen. Ja, dann bauen wir dann noch eine Waffenschmiede auf. So, wir können doch ein paar Verschönerungen durchführen. Das können wir schon mit den Säulen hier machen. So. Und ein paar Parkanlagen. So, die ersten Waffen sind im Warenlager. Da sehen wir schon den Waffenhändler. So, und da ist auch schon unser Hausierer auf dem Weg. Wunderbar. Da entwickeln sich die gehobenen Wohnungen weiter. Da kann noch etwas Prachtstraße hin. Ja, dann können wir es auch so bauen, ne? Ja. Und hier können Alleen noch hin, der Vollständigkeit halber. Jo.
Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, das bauen wir doch direkt hier auf, oder? Schön hier. Ein bisschen versetzt. Ja. So, ihr braucht jetzt... Ja, ihr braucht ein Stadion, ne? Ja, das werden wir aber jetzt noch nicht bauen. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Genau, wir müssen nämlich erstmal noch das Heiligtum für Hermes bauen. Ja, wir verdienen richtig gut Geld, auch jetzt durch die Steuern. Habe ich noch die Möglichkeit, eine weitere Waffenschmiede zu bauen? Also ich denke mal 4 Stück. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Das können wir uns, glaube ich, auch, was die Rohstoffe betrifft, leisten. Na komm, dann bauen wir das so. Da habe ich jetzt gerade was weggeklickt. Wahrscheinlich, dass wir Mitarbeiter brauchen. Jawohl, aber wir brauchen nur 2 Mitarbeiter. Das ist kein Problem. So, hier ist immer noch genug Ressourcen. Wenn hier Olivenöl und Wolle bei 10 sind, dann sollten wir tatsächlich die Händler auf der Agora aufbauen. Aber im Moment brauchen wir das noch nicht. Wir könnten hier nochmal Säulen bauen. Säulenreihe, genau. Hier passt auch noch eins hin, ne? Jawohl. Das ist auch nicht schlecht. So, dann können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. Bänke. Das ist doch nett. Parkanlagen. Ja, mittlerweile haben alle unsere gehobenen Wohnungen 2 Einheiten Waffen. Ja, wir könnten das jetzt noch weiterentwickeln, indem wir das Stadion bauen und auch Wein zur Verfügung stellen. Ich möchte aber jetzt gucken, ob wir mit diesen Soldaten Ismaros angreifen und besiegen können. Ich würde jetzt hier bei Tinidos schon mal etwas Rüstung verkaufen. Ja. So, wir gucken noch mal eben nach dem Militär. Wir haben jetzt 2 volle Kompanien mit Hopliten. Bei der ersten Episode haben wir erfahren, dass das Militär bei Ismaros abgebaut wurde. Hier sehen wir es, nur noch ein rotes Schild. Ich glaube, wir können tatsächlich mit den Soldaten, die wir haben, Ismaros jetzt angreifen. Wir werben alle an und dann schicken wir die mal los. Ich denke mir mal, das schaffen wir. Ja, und während sich unsere Soldaten jetzt auf den Weg machen, kaufen wir auch den Marmor ein für unser Heiligtum. Ich baue hier noch ein Warenlager auf, welches den Marmor aufnehmen kann. Dann können wir auch den Straßenanschluss so machen. Dann würde ich aber jetzt hier mal eine Sperre setzen, ne? Und hier muss auch eine Sperre hin. Wir gucken mal eben nach den Gefahren. Ja, das sieht aber soweit ganz gut aus hier. Nee, das ist in Ordnung. So, hier sieht auch alles gut aus. Keine Gefahr. So, wir müssen aber dieses Wohngebiet jetzt hier weiterentwickeln, wenn wir jetzt hier gleich Kunsthandwerkergilden bauen und auch hier entsprechend unser Heiligtum in Betrieb nehmen wollen.
Wir bauen das Theater. Das passt nämlich jetzt hier wunderbar rein. So, und Verschönerungen. Perfekt. Oh je, wir haben hier eine Rückentwicklung. Uns fehlt Olivenöl. Wir müssen den Verkauf wieder stoppen hier. Also Wein produzieren wir jetzt genug. Das sehe ich hier. Wir können tatsächlich etwas mehr Olivenöl produzieren. Dann baue ich noch ein Landarbeiterlager. Das passt sogar hier hin. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass wir Ismaros erobert haben. Wunderbar. Da waren wir doch erfolgreich. Allerdings hier unser Wohngebiet sieht nicht sehr erfolgreich aus. Wir warten auf das Olivenöl, obwohl da ist schon wieder etwas Olivenöl drinnen. Das ist gut. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ja, Hermes, das wissen wir. Wir sind auch jetzt dabei, dein Heiligtum zu bauen. Was brauchen wir nochmal? 9 Platten. Okay. So, wie viele Platten haben wir denn? Oh, 14. Oder können wir uns ja schon errichten? So, packen wir es jetzt hier hin. Genau. Habe ich doch schön hier so eingeplant. Oh, wir haben schon Flammschalen auf unser noch nicht errichteten Heiligtum. Ja, und Ismaros zahlt uns Skulpturen. Ah, schade. Wir haben kein Warenhaus frei für Skulpturen. Wir bauen aber jetzt erstmal eine Kunsthandwerkergilde, ne? So, und dieses Lagerhaus kann natürlich Skulpturen annehmen. So, wie sieht es hier aus? 52 Einheiten sind hier noch drin. Das reicht noch. So, und da entwickeln sich auch unsere Wohngebiete weiter. Gut, ein Blick auf die Ziele. Ja, wir müssen ja noch den Fisch und das Olivenöl zur Verfügung stellen. Und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Okay. Ja, das Wohngebiet hat sich doch hier prächtigst jetzt entwickelt. Ja, und der erste Marmor wird jetzt auch endlich mal zu unserem Heiligtum gebracht. Ja, und da wandern sie wieder ein, unsere Bürger, nachdem jetzt endlich Olivenöl wieder zur Verfügung steht. Ja, Arbeitsmarkt, mal schnell das Lohnniveau auf sehr hoch. Ja, ich würde sagen, es läuft doch alles sehr gut. Na komm, machen wir die Verschönerungen auch noch. Hier auch. Naja, ihr kriegt jetzt auch mal eure Verschönerung. So, wo sich jetzt hier unser Arbeitsmarkt wieder erholt, bauen wir das Pier von Ismaros. Ah, das ist ein Handelsposten, sehe ich gerade. Oh ja, der passt doch hier wunderbar rein.
Dann kaufen wir jetzt ein bisschen Holz ein. Ja, und Skulpturen, da kriegen wir ja jetzt Anfang des Jahres eine Skulptur als Tribut und eine müssen wir da wahrscheinlich kaufen. So, hier muss aber ein Architekt noch hinkommen. So, bevor jetzt unsere Bevölkerung weiter wächst, werde ich schnell den Fisch hamstern. Wir brauchen ja 32 Körbe. Also dieses Warenlager kann auch noch Fisch annehmen. Ach nee, Fisch wird hier gar nicht angenommen. Den Käse mal eben nicht annehmen. Nur die Marktfrau müsste jetzt eigentlich nur den Käse holen. Ja, sehr gut. Dann kann sich jetzt das Silo nur mit Fisch füllen. So, und da kommt schon die nächste Ladung wieder Fisch für das Silo. So, wir haben 32 Körbe Fisch im Silo. Schnell das sammeln für die Kolonie und verschicken. Und dann müssen wir auch ganz schnell wieder den Fisch nutzen. Und den Käse wieder hier annehmen. Weil unsere Agro hat nämlich gar keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. So, okay. Arbeitsmarkt erholt sich. Können wir mittlerweile mal wieder auf Hoch gehen. Ja, und bei unserem Heiligtum für Hermes wird schon das Tempelgebäude errichtet und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in Ithaka. So, das können wir ja auch ein bisschen verschönern. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? So, und dann können wir hier entsprechend die Straße drumherum bauen. Ups. So, bitte. So, Holz brauchen wir nicht mehr einzukaufen. Wir kaufen mal ein bisschen Weizen ein. Da ist im Moment nicht viel in unserem Silo drinnen. Das holen wir mal. Ja, und dann würde ich jetzt das Olivenöl, glaube ich, auch schon entsprechend zur Verfügung stellen. Das Warenlager füllt sich ja hier auch schon recht gut. Ich glaube, Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder? Doch, 20 Marmorplatten brauchen wir noch. Ja, wir könnten auch noch eine Käserei bauen. Wo passt sie hin? Hier passt sie doch noch hin. Dann können wir den Weg so bauen. Ja, das geht. Und wir haben der Jahresanfang. Jetzt können wir die Skulptur annehmen. Vielen Dank. Ja, und eine Skulptur müssten wir jetzt kaufen.
Ja, die Skulptur ist schon gekauft worden. Kann man direkt wieder ausschalten. So, ja, ich glaube, wir müssten noch nachher eine Philosophenschule bauen. Das wird wohl zu wenig sein hier. Aber wir können hier noch mal ein paar Verschönerungen bauen. Gartenhäuser hier noch. Das passt wunderbar. So, und hier bauen wir noch ein Fischteich hin. So, und der Rest wird mit Parkanlagen aufgefüllt. Wunderbar. So, und hier haben wir immer noch genug Ressourcen. So, ich glaube, das Tempelgebäude wird gerade fertig gebaut. Sehr schön. Ja, mittlerweile werden schon die Skulpturen zu unserem Heiligtum für Hermes gebracht. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Ladungen Marmor. Das heißt, den Einkauf von Marmor können wir stoppen. Da kommt auch schon die 4 Ladungen Marmor. Wunderbar, das Heiligtum ist fertiggestellt, ist jetzt auch in Betrieb. Ja, Hermes ist auch schon in der Stadt. Ja, und damit haben wir jetzt dieses Ziel auch erreicht. Wir müssen jetzt nur noch die 32 Krüge Olivenöl für unsere Kolonie zur Verfügung stellen. So, das können wir auch dann sofort machen. Und beenden damit jetzt die 2. Episode unseres Abenteuers, die Odyssee. Sei gegrüßt. Ich bin äußerst zufrieden, dass unsere Truppen Leukos von Ismaros besiegt haben. Nun bleibt nur noch Askania als letzte unabhängige trojanische Stadt. Aber ich bezweifle, dass sie sich mit uns anlegen werden. Dennoch bin ich in Sorge. Keiner unserer Helden, mein armer Odysseus eingeschlossen, hat den Weg nach Hause gefunden. König Menelaos und Helena sind in Ägypten gelandet und finden aus unbekannten Gründen den Weg zurück nach Sparta nicht. Agamemnon schloss unseren Außenposten bei Tenedos und kehrte nach Mykene zurück, wo ihm seine Gattin Clytemnestra und ihr Geliebter einen mörderischen Empfang bereiteten. Und was ist mit meinem geliebten Odysseus? Ich habe so viele Gerüchte aus allen Ecken der Welt gehört. Manche behaupten, sie hätten meinen Gemahl in Libyen gesehen, nahe dem Land der Lotusesser. Vielleicht hat er die seltsame Frucht der Lotusesser zu sich genommen und uns vergessen. Andere behaupten, dass die Zyklopen, ob der Taten eines griechischen Soldaten namens Niemand, völlig außer sich seien. Dieser Niemand könnte doch nicht etwa mein Odysseus sein, oder? Ich weiß nicht, was ich von diesen Geschichten halten soll, aber wenigstens erhalten sie mir die vage Hoffnung, dass mein Gemahl noch am Leben ist. Wenn Odysseus uns nicht finden kann, finden wir vielleicht ihn. Gründen wir eine Kolonie in einer weit von hier entfernten Gegend und hoffen, dass Odysseus Wege die unseren kreuzen. Sei nochmals bedankt für deine treue Hilfe in meiner Not. Deine Base, Penelope. Ja, erfolgreich haben wir die Ziele, die uns unsere Cousine Penelope gestellt haben, gemeistert und Ithaka gut ausgebaut und Ismaros auch regieren können. Ich bin sehr gespannt, was uns bei der 3. Episode erwartet, wenn wir unsere erste Kolonie für Penelope gründen werden. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.